An einem kalten Februarmorgen im Jahr 2014 begann die Polizei in einer Kleinstadt in Virginia mit der Suche nach einer vermissten Studentin, der 21-jährigen Samantha Shrestha. Die Modelltochter und Studentin mit Auszeichnung war nach einem Abend mit einer Freundin plötzlich verschwunden. Ihre Eltern, die an tägliche Telefonanrufe gewöhnt waren, hörten ihre Stimme zum ersten Mal nicht. Zunächst schien es sich um ein zufälliges Missverständnis zu handeln, doch schon bald fügten sich die Umstände zu einem erschreckenden Bild zusammen. Samantha Shrestha wurde in Nepal als Tochter von Dror Mani und Raya S. Shrestha geboren. Ihre Eltern legten großen Wert auf Bildung und die Erziehung ihrer Kinder in einer Atmosphäre des Respekts vor der Tradition. Als Samantha 3 Jahre alt war, beschloss ihre Familie, auf der Suche nach besseren Möglichkeiten in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Ihre Wahl fiel auf die Kleinstadt Vienna, Virginia, die für ihre freundliche Haltung gegenüber Einwanderern, insbesondere solchen aus Südasien, bekannt ist. Samanthas Anpassung an das neue Land war erfolgreich. Obwohl ihre Familie zu Hause weiterhin ihre nepalesische Muttersprache sprach, lernte das Mädchen schnell Englisch und fügte sich problemlos in die Schulgemeinschaft ein. Ihre Lehrer bescheinigten ihr eine hervorragende Lernfähigkeit und ihre Klassenkameraden behielten sie als lächelndes und freundliches Mädchen in Erinnerung. Während ihrer Schulzeit entwickelte Samantha ein besonderes Interesse an den exakten Wissenschaften, insbesondere an Biologie und Psychologie, was den Grundstein für ihre späteren beruflichen Interessen legte. Ein Schlüsselereignis in ihrem Leben war der tragische Tod ihrer älteren Schwester Manisha, die bei einem Unfall ums Leben kam. Dieser Vorfall traf Samantha und ihre Familie tief, doch für das Mädchen selbst wurde er zum Ansporn, sich weiterzuentwickeln. Sie beschloss, sich der Medizin zu widmen, um Menschen zu helfen und Tragödien zu verhindern. In der Highschool nahm Samantha aktiv an freiwilligen Projekten teil, wodurch sie die Bedeutung der Medizin in der Praxis erkennen konnte. Nach der Highschool schrieb sie sich an der University of Virginia ein, wo sie Biologie und Psychologie als Hauptfächer wählte. Samantha war schon immer hoch motiviert und gut organisiert. Sie setzte sich ehrgeizige Ziele und verwirklichte sie. Ihr Traum war es, Medizin zu studieren, um Ärztin zu werden und dazu beizutragen, das Leben der Menschen zu verbessern. Jessica Ewing wuchs in einem ganz anderen Umfeld auf. Ihre Kindheit verbrachte sie in einer streng baptistischen Familie in Aston, Maryland. Ihre Eltern erzogen sie nach strengen religiösen Grundsätzen, bei denen jede Abweichung von den etablierten Normen als inakzeptabel angesehen wurde. Während ihrer Kindheit erlebte Jessica ein persönliches Trauma, das sich erheblich auf ihre psychische Verfassung auswirkte. Es handelte sich um eine Gewaltepisode durch einen Freund der Familie. Sie sprach nie mit ihrer Familie über dieses Erlebnis und versuchte, ihre Erfahrungen zu verbergen. Als sie die Universität besuchte, versuchte Jessica, sich von dem bedrückenden religiösen Umfeld zu lösen und sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Sie wählte 2 Hauptfächer, Biologie und Fischzucht. Ihre inneren Konflikte ließen sie jedoch nicht los. Jessica begann zu erkennen, dass ihre Anziehungskraft auf Mädchen den in ihrer Familie vermittelten Glaubensvorstellungen widersprach. Dies verursachte bei ihr ständige Ängste, mit denen sie allein nicht zurechtkam. An der Universität von Virginia lernte Jessica 2012 Samantha kennen. Ihre erste Begegnung fand während einer Vorlesung an der Universität statt. Samantha beeindruckte Jessica mit ihrer Energie und Freundlichkeit. Nach und nach wurde ihre Kommunikation enger. Sie diskutierten oft über ihr Studium, tauschten Meinungen zu wissenschaftlichen Themen aus und bereiteten sich gemeinsam auf den Unterricht vor. Für Samantha war diese Freundschaft Teil ihres offenen und freundlichen Wesens. Für Jessica nahm sie jedoch schnell eine andere Färbung an. Ihr Interesse an Samantha begann, die Grenzen des normalen Umgangs miteinander zu überschreiten. Die Aufmerksamkeit, die sie ihrer Freundin schenkte, erschien ihr oft zu persönlich. Doch Samantha, die mit ihrem Studium und dem Aufbau ihrer Karriere beschäftigt war, bemerkte nicht, dass die Freundschaft für Jessica zu etwas mehr wurde. So begann eine Beziehung, die schließlich eine Schlüsselrolle in ihrem Leben spielen sollte. Jessica suchte immer häufiger nach Gründen, um Zeit mit Samantha zu verbringen, während Samantha dies als Teil einer normalen Freundschaft betrachtete. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand in ihrem Umfeld, dass diese Beziehung eines Tages zu einer Tragödie führen würde. Währenddessen entwickelte Samantha eine Beziehung zu einer anderen Person. Sie begann eine Beziehung mit Scott Marcele, einem älteren Studenten, der sich auf sein Jurastudium konzentrierte. Ihre Beziehung begann mit leichten Kontakten.
entwickelte sich aber bald zu etwas Ernsterem. Scott war von den ersten Tagen an von Samantha fasziniert und sie schenkte ihm trotz ihres anstrengenden Studiums viel Aufmerksamkeit. Die beiden unterstützten sich gegenseitig bei der Verfolgung ihrer hochgesteckten Ziele, was ihre Beziehung nur noch enger machte. Für Jessica war die Beziehung zwischen Samantha und Scott eine Quelle großer Bedrängnis. Sie empfand Eifersucht, die sie nicht offen aussprechen konnte. Es ärgerte sie, dass Samantha immer weniger Zeit mit ihr verbrachte und stattdessen Verabredungen und Treffen mit Scott vorzog. Jede Kleinigkeit, wie beispielsweise die Erwähnung von Scott in einem Gespräch, verärgerte Jessica und verstärkte ihr Verlangen, an der Stelle des jungen Mannes zu sein. Jessica zog sich immer mehr zurück und vermied es, selbst mit ihren engsten Freunden über ihre Gefühle zu sprechen. Sie hatte das Gefühl, dass niemand in ihrer Umgebung sie verstehen konnte. Der einzige Ort, an dem sie ihre Gefühle in irgendeiner Weise ausdrücken konnte, waren ihre Tagebucheinträge. Darin beschrieb sie ihren Schmerz und ihre Verwirrung. Mit der Zeit begann ihr emotionaler Zustand ihr tägliches Leben zu beeinträchtigen. Jessica begann Scott zu meiden und darauf zu achten, ihm auf dem Campus nicht zu begegnen. Das lag nicht nur an ihrer Eifersucht, sondern auch an der Angst, dass er ihr Verhalten gegenüber Samantha bemerken könnte. Gleichzeitig versuchte sie, Samantha eine gute Freundin zu sein, aber ihre innere Anspannung hinderte sie daran, ihre frühere Leichtigkeit in der Kommunikation beizubehalten. Die Situation wurde dadurch verschärft, dass Samantha Jessica ausschließlich als Freundin betrachtete. Sie konnte mit ihr über persönliche Themen sprechen, ihre Zukunftspläne mit ihr teilen, aber sie sah ihre Freundschaft nie als etwas anderes an. Für Samantha hatte ihre Romanze mit Scott Priorität und sie versuchte, eine möglichst enge Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache überzeugte Jessica schließlich davon, dass ihre Gefühle unerwidert blieben. Um ihr wachsendes inneres Unbehagen zu bewältigen, suchte Jessica Hilfe bei der Universitätsberatung. Doch auch danach ließ ihre emotionale Instabilität nicht nach. Jedes Mal, wenn Samantha Scott erwähnte oder über ihre romantischen Pläne sprach, spürte Jessica, wie sie von Wut und Groll überwältigt wurde. Sie begann sich selbst die Schuld für ihre Gefühle zu geben, konnte aber keinen Weg finden, sie loszuwerden. Einer der Wendepunkte in Jessicas und Samanthas Beziehung war eine Phase, die mit einem gewöhnlichen Gespräch begann. Bei einem ihrer Treffen sprachen sie über Filme und Samantha erwähnte, dass sie einen bestimmten Film noch nie gesehen hatte. Jessica, die sich über die Gelegenheit freute, mehr Zeit mit ihr zu verbringen, bot ihr an, den Film gemeinsam zu sehen. Für Samantha war es ein freundschaftlicher Vorschlag, dem sie ohne lange zu überlegen zustimmte. Für Jessica wiederum war es die Gelegenheit, Samantha näher zu kommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung auszubauen. Als sie sich am vereinbarten Tag trafen, hatte sich Jessica akribisch vorbereitet. Sie hatte an jedes Detail gedacht, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Sie erwartete, dass dieses Treffen sie in ihrer Beziehung einen Schritt weiterbringen würde. Samantha hingegen ging ruhig und gelassen an das Treffen heran. Dies war das erste Anzeichen für den Unterschied in ihren Wahrnehmungen. Jessica empfand den Abend als ein wichtiges Ereignis, während Samantha ihn als ein zwangloses gemeinsames Filmschauen mit einer Freundin wahrnahm. Während sie den Film sah, fühlte sich Jessica zunehmend angespannt. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich nicht auf die Handlung des Films, sondern auf Samantha, die neben ihr saß. Es schien ihr, dass dies der perfekte Moment war, um endlich ihre Gefühle auszudrücken. Irgendwann fasste sie einen Entschluss. Jessica unterbrach das Gespräch über den Film und machte eine unsichere Bewegung. Sie rückte näher an Samantha heran und schlug vor, dass sie es mit einem Kuss versuchen sollten, scheinbar im Scherz. Samantha war überrascht, sah es aber nicht als ernst an. Sie betrachtete es als eine Art Experiment, das von der Neugierde diktiert wurde. Ohne groß darüber nachzudenken, stimmte sie zu und hielt es für einen weiteren ungewöhnlichen Freundschaftsscherz. Für Jessica hingegen war der Moment eine Bestätigung ihrer Hoffnungen. Sie nahm den Kuss als Zeichen dafür, dass ihre Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Nach dieser Episode ging ihre Wahrnehmung der Situation drastisch auseinander. Samantha kehrte in ihr altes Leben zurück, ohne sich groß um das Geschehene zu kümmern. Sie kommunizierte weiterhin mit Jessica und bemerkte nicht, dass dieser Moment für ihre Freundin zu etwas viel Größerem geworden war. Jessica hingegen begann immer öfter an diesen Abend zu denken und jedes Detail zu analysieren. Sie suchte nach versteckten Zeichen in Samanthas Worten und Handlungen, die ihre Fantasien über gegenseitige Gefühle bestätigen könnten.
Von diesem Zeitpunkt an begann sich Jessicas innere Spannung zu steigern. Sie erkannte, dass Samantha sie nicht so wahrnahm, wie sie wahrgenommen werden wollte. Diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität verursachte bei ihr eine tiefe Frustration. Versuche durch Kommunikation mit Samantha Antworten zu finden, blieben erfolglos, was ihr emotionales Unbehagen nur noch verstärkte. Der Psychologe empfahl Jessica eine medikamentöse Behandlung, um ihren emotionalen Zustand zu stabilisieren. Man verschrieb ihr Medikamente, die ihre Ängste reduzieren und ihre Stimmungsschwankungen ausgleichen sollten. Allerdings stellte sie keine große Verbesserung fest. Das Problem war, dass Jessica dem Therapeuten nicht die ganze Wahrheit über ihre Gefühle sagen wollte und ihm die Einzelheiten ihrer Beziehung zu Samantha vorenthielt. Dies hinderte den Therapeuten daran, ihren Zustand richtig einzuschätzen und wirksame Hilfe anzubieten. Gleichzeitig versuchte Jessica Trost im Gespräch mit ihren Freunden zu finden. Sie sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen und vermied es, Samantha konkret zu erwähnen, merkte aber allmählich, dass die Menschen in ihrem Umfeld ihr nicht die erhoffte Unterstützung bieten konnten. Ihre Schilderungen ihres emotionalen Unbehagens wurden als bloße Beschwerden abgetan und ihre Versuche, Rat zu suchen, endeten in allgemeinen Empfehlungen. Dies verstärkte ihr Gefühl der Isolation noch weiter. Währenddessen vertiefte sich Samantha immer mehr in ihr Studium. Nachdem sie an der University of Pennsylvania Medical School angenommen worden war, konzentrierte sie sich auf die Vorbereitung auf ihr zukünftiges Studium. Ihr Terminkalender wurde immer voller und ihre Prioritäten verlagerten sich auf die berufliche Leistung. Sie verbrachte weniger Zeit mit Freunden, einschließlich Jessica, und konzentrierte sich fast ausschließlich auf ihre Karriere. Für sie war dieser Lebensabschnitt der Beginn der Verwirklichung ihres lang ersehnten Traums, Ärztin zu werden. Vor diesem Hintergrund begann Jessica zwanghaft darüber nachzudenken, wie sie ihre frühere Intimität mit Samantha wiederherstellen könnte. Sie entwickelte verschiedene Kommunikationsszenarien, in denen sie sich vorstellte, ihre Gefühle zu erklären oder zu versuchen, die Aufmerksamkeit ihrer Freundin wieder auf sich zu ziehen. Doch jede erdachte Lösung erschien ihr unzureichend. Irgendwann begann sie, über bedeutendere Aktionen nachzudenken, die Samanthas Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken könnten. Einer der ersten Hinweise auf eine schicksalhafte Begegnung war ein Gespräch, das Jessica mit einer ihrer Freundinnen führte. Sie erwähnte, dass sie einen besonderen Abend für Samantha arrangieren wollte, damit sie offen miteinander reden und etwaige Untertreibungen ausräumen könnten. Sie erörterte die möglichen Einzelheiten des Treffens. Jessica machte deutlich, dass das Treffen etwas sein sollte, an das sich Samantha noch lange Zeit erinnern würde. Zu diesem Zeitpunkt klangen ihre Worte unschuldig, doch später nahm das Gespräch einen unheilvollen Ton an. Am Abend des 7. Februar 2014 vereinbarten die Freundinnen ein Treffen in Samanthas Haus. Jessica bereitete sich sorgfältig auf diesen Moment vor, da sie in dem Treffen eine Chance sah, ihre frühere Vertrautheit wiederherzustellen. Sie wählte ein Outfit, das sie für den besonderen Anlass für angemessen hielt, und brachte Wein und Dessert mit, in der Hoffnung, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Für sie war dieser Abend nicht nur ein freundschaftliches Beisammensein, sondern eine Gelegenheit, ihre Gefühle auszudrücken und vielleicht eine lang erwartete Antwort zu erhalten. Als Jessica ankam, begannen ihre Erwartungen zu zerbröckeln. Samantha begrüßte sie in schlichter Kleidung, ohne einen Hauch von Weihnachtsstimmung. Sie trug einen einfachen Pyjama und Hausschuhe. Für Samantha war es ein ganz normaler Abend in Gesellschaft einer Freundin. Sie hatte vor, die Zeit mit Essen und Reden zu verbringen, aber mehr nicht. Dieser Kontrast in der Wahrnehmung des Abends war der erste Schlag für Jessica, die sich bereits in einem emotional instabilen Zustand befand. Im weiteren Verlauf des Abends nahm die Spannung zwischen den beiden zu. Jessica versuchte ein Gespräch anzufangen, von dem sie hoffte, dass es sie einander näher bringen würde. Sie spielte auf ihre Freundschaft an, darauf, wie viel Samantha ihr bedeutete, aber Samantha, die mit alltäglichen Themen beschäftigt war, schenkte diesen Worten keine große Aufmerksamkeit. Irgendwann versuchte Jessica, zu einem persönlicheren Gespräch überzugehen, indem sie Fragen zu Samanthas Gefühlen für sie stellte. Sie tat dies vorsichtig, um keinen Verdacht zu erregen, aber ihre Frustration wuchs mit jeder ausweichenden Antwort. Der Höhepunkt kam, als Samantha unverblümt erklärte, dass ihre Freundschaft für sie keinen romantischen Beigeschmack habe. Sie erklärte, dass sie ihre Interaktion nur als Freundschaft betrachtete und der Kuss für sie nur ein Experiment war. Für Jessica waren diese Worte das Ende der Fahnenstange.
Ihr Groll und ihre Wut, die sich seit Monaten aufgestaut hatten, entluden sich. Sie fühlte sich gedemütigt und zurückgewiesen und konnte nicht akzeptieren, dass ihre Gefühle völlig ignoriert worden waren. Der Konflikt begann in einem eskalierten Ton. Jessica warf Samantha vor, mit ihren Gefühlen zu spielen und ihr falsche Hoffnungen zu machen. Samantha, die durch diese Reaktion verwirrt war, versuchte sie zu beruhigen, was die Situation jedoch nur noch verschlimmerte. Jessica wurde mehr und mehr aggressiv. Ihre Worte gingen in Schreien über und ihre Gesten wurden bedrohlich. Samantha versuchte, die Situation zu entschärfen, indem sie ihr anbot, das Gespräch zu beenden, was Jessicas Wutausbruch aber nur noch verstärkte. Irgendwann verlor Jessica die Kontrolle über ihre Gefühle. Sie packte Samantha und versuchte, sie zum Zuhören zu zwingen. Es kam zu einem kurzen Kampf zwischen den beiden, bei dem Jessica Gewalt anwandte. Ihre Handlungen waren spontan und unkontrolliert. In einem Wutanfall packte sie Samantha am Hals und begann zu drücken. Jessica erkannte nicht sofort, was sie tat, und erst als Samantha aufhörte, sich zu wehren, wurde ihr klar, was geschehen war. Ihre Hände lockerten sich, und sie trat zurück und betrachtete den Körper, der vor ihr lag. Der Moment, in dem ihr bewusst wurde, was sie getan hatte, führte zu Panik. Jessica konnte nicht glauben, dass ihre Wut und ihr Groll zu einem so tragischen Ergebnis geführt hatten. Ihr wurde klar, dass sie etwas Unumkehrbares getan hatte, und die ersten Minuten nach dem Vorfall waren erfüllt von chaotischen Gedanken, wie sie das Geschehene vertuschen könnte. Es gab nur eine einzige Frage, die ihr im Kopf herumschwirrte. Was sollte sie als nächstes tun? Jessicas erster Schritt war, die Leiche zu verstecken. Sie wickelte sie in einen Schlafsack, den sie in Samanthas Wohnung gefunden hatte, und schleppte ihn zu ihrem Auto, das draußen parkte. Sie hoffte, die Leiche so zu verstecken, dass es wie ein Verschwinden und nicht wie ein Mord aussehen würde. Es war jedoch nicht leicht, dies allein zu bewältigen. Jessica rief 2 ihrer Bekannten, Kefir Brown und Michael Heller, an und bat sie um Hilfe. Sie erklärte, dass sie ein ernsthaftes Problem habe, verschwieg aber Einzelheiten über das, was passiert war. Als die Freunde eintrafen, bemerkten sie sofort ihre Aufregung. Jessica versuchte, sie davon zu überzeugen, beim Abtransport der Leiche zu helfen, ohne Einzelheiten zu nennen. Kefir stimmte zu, aber Michael war vorsichtig, da er vermutete, dass die Situation viel ernster war, als Jessica sie erscheinen lassen wollte. Trotzdem halfen sie beim Abtransport der Leiche und legten sie in Samanthas Auto. Jessica äußerte die Absicht, die Leiche endgültig zu entsorgen, aber der Plan wurde nicht weiter verfolgt. Am nächsten Tag begannen Samanthas Eltern, sich Sorgen über ihr Verschwinden zu machen. Normalerweise meldete sie sich bei ihnen, aber dieses Mal ging sie nicht ans Telefon. Sie beschlossen, sich an die Polizei zu wenden und ihre Tochter als vermisst zu melden. Die Polizei leitete sofort eine Untersuchung ein, da Samantha eine fleißige Schülerin war und ihr plötzliches Verschwinden verdächtig erschien. Die Polizeibeamten bemerkten, dass Samantha am letzten Abend ausgegangen war und begannen nach Personen zu suchen, die am Abend zuvor mit ihr zusammen gewesen sein könnten. Jessica wurde klar, dass sie unter Verdacht stand, da sie die letzte Person war, die Samantha gesehen hatte. Um die Aufmerksamkeit der Polizei zu vermeiden, erschien sie mit einem Anwalt und ihren Eltern auf dem Revier, angeblich um zu kooperieren. Während der Befragung verweigerte sie jedoch die Beantwortung wichtiger Fragen, was die Ermittler stutzig machte. Ihr seltsames Verhalten erregte Aufmerksamkeit und sie wurde schnell zur Hauptverdächtigen. Parallel dazu führte die Polizei eine Durchsuchung von Samanthas Wohnung durch. Bei der Durchsuchung wurden Spuren eines Kampfes und Blut gefunden, die auf einen gewaltsamen Vorfall hindeuteten. Dies bestätigte die Vermutung des Verbrechens. Kurz darauf wurde Samanthas Auto sichergestellt und ihre Leiche darin gefunden. Jessica versuchte, die Beweise zu vertuschen, aber ihre Fehler, darunter das Hinterlassen von Fußspuren am Tatort, brachten die Polizei schnell mit dem Mord in Verbindung. Einige Tage nach dem Verschwinden von Samantha wurde Jessica festgenommen. Ihr Verhalten warf noch mehr Fragen auf. Sie war in ihren Aussagen verwirrt und drückte sich deutlich vor Erklärungen. Auch Kefir und Michael wurden zum Verhör vorgeladen. Kefir gab zu, dass er beim Abtransport der Leiche geholfen hatte, beharrte aber darauf, dass er die wahre Ursache für Samanthas Tod nicht kenne. Michael teilte der Polizei sofort mit, dass er Jessicas Handeln verdächtig fand und weitere Hilfe verweigerte. Die Verhaftung von Jessica war der erste Schritt zur Aufklärung des Verbrechens. Gegen ihre Freunde, die am Verstecken der Leiche beteiligt waren, wurde ebenfalls ermittelt. Es waren jedoch Jessicas Fehler
und ihr unsicheres Verhalten, die es der Polizei ermöglichten, schnell die Wahrheit herauszufinden. Die Ermittlungen begannen, und mit jedem Tag, der verging, wurden die Fakten klarer und ihre Schuld deutlicher. Jessicas Prozess begann 2015 und erregte großes Aufsehen. Die Staatsanwaltschaft legte zahlreiche Beweise vor, darunter Beweise für einen Kampf in Samanthas Wohnung, Blutspuren, die am Tatort gefunden wurden, und Überwachungsaufnahmen, die Samanthas Auto zeigten, dass Jessica am Tag ihres Verschwindens fuhr. Zu den wichtigen Beweisen gehörten auch Samanthas Habseligkeiten, die in Jessicas Auto gefunden wurden, darunter ihre medizinische Ausrüstung und persönliche Fotos. Während der Anhörung stritt Jessica zunächst ihre Schuld ab und behauptete, ihre Handlungen seien durch einen emotionalen Zusammenbruch verursacht worden. Unter dem Druck der Beweislage gab sie jedoch ihre Beteiligung an dem Mord zu. In ihrer Aussage beschrieb sie die Beweggründe für ihre Tat. Jessica erklärte, dass ihre Wut durch Gefühle der Ablehnung und Demütigung ausgelöst wurde, als Samantha deutlich machte, dass sie ihre Beziehung nicht als etwas anderes als eine Freundschaft ansah. Sie gab an, dass sie sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand tiefer emotionaler Verzweiflung befunden habe, der ihr die Kontrolle über sich selbst völlig entzogen habe. Ein psychologisches Gutachten bestätigte, dass Jessica Anzeichen von Depression und emotionaler Instabilität aufwies. Die Sachverständigen stellten jedoch fest, dass sie sich ihrer Handlungen zum Zeitpunkt der Straftat bewusst war. Dies war ausschlaggebend dafür, dass das Gericht ihren Zustand nicht als mildernden Umstand akzeptierte. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass der Mord kaltblütig begangen wurde und die Versuche, die Spuren zu verwischen, auf vorsätzliches Handeln schließen lassen. Die Verteidigung versuchte, Jessica als Opfer innerer Konflikte darzustellen, aber die zahlreichen Beweise und ihre eigenen Geständnisse machten diese Position unglaubwürdig. Das Urteil war endgültig. Jessica wurde des vorsätzlichen Mordes und des Verbergens der Leiche für schuldig befunden. Sie wurde zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt, wovon sie 45 Jahre ohne Bewährung absitzen muss. Zusätzlich erhielt sie weitere 5 Jahre für den Versuch, Beweise für das Verbrechen zu vertuschen. Kephir Brown erhielt eine mildere Strafe für seine Hilfe beim Verstecken der Leiche. Das Gericht verurteilte ihn zu 12 Monaten Gefängnis. Die Strafe wurde jedoch später auf 28 Tage herabgesetzt, da er bei den Ermittlungen kooperierte. Michael Heller wurde entlastet, weil er sich nicht an der Vertuschung beteiligte und die Polizei sofort über seinen Verdacht informierte. Das Urteil löste bei der Familie von Samantha gemischte Gefühle aus. Einerseits waren sie erleichtert, dass der Täter die ihm gebührende Strafe erhalten hatte. Andererseits war der Verlust für sie unersetzlich. Nach der Urteilsverkündung dankten Samanthas Eltern dem Gericht und der Polizei für den fairen Prozess, stellten aber fest, dass nichts ihre Tochter zurückbringen würde. Der Prozess stellte nicht nur die Tatsachen klar, sondern erinnerte auch daran, wie wichtig ein frühzeitiges Eingreifen bei emotionalen und psychologischen Problemen ist. Die Universität, an der Samantha und Jessica studierten, startete ein psychologisches Beratungsprogramm für Studenten, um solche Tragödien zu verhindern. Samanthas Familie erlebte unbeschreiblichen Kummer. Nachdem sie einige Jahre zuvor ihre älteste Tochter bei einem Unfall verloren hatten, sahen sich die Eltern mit einer weiteren Tragödie konfrontiert, die diesmal unermesslich brutaler war. Der Verlust von Samantha beraubte sie nicht nur ihres Kindes, sondern erschütterte auch ihre Vorstellung von Sicherheit, Vertrauen und Gerechtigkeit. Sie waren schockiert, dass eine Frau, die sie für die Freundin ihrer Tochter hielten, einen solchen Schritt tun konnte. Die Trauer über den Verlust wurde von anhaltenden Gefühlen und der Unfähigkeit begleitet, die Tragödie zu verarbeiten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm gerne einen Like. Das hilft sehr bei der Verbreitung. Hinterlassen Sie auch einen Kommentar, um den Kanal zu unterstützen und das Video weiter zu empfehlen. Abonnieren Sie den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.